Die deutsche Sprache und Amir. Amir ist 23 Jahre alt und kommt aus Marokko. Seit 2 Monaten lebt er in Köln. Alles ist neu für ihn. Die Straßenbahnen, die Supermärkte, sogar das Wetter. Aber das größte Abenteuer ist für Amir die deutsche Sprache. Amir spricht Arabisch, Französisch und ein bisschen Englisch. Aber Deutsch klingt für ihn wie Musik, nur sehr kompliziert. Er versteht Wörter wie Brot, Danke und Bahnhof, doch wenn jemand schneller spricht, schaut er nur verwirrt. Eines Tages geht Amir in den Supermarkt. An der Kasse sagt die Verkäuferin: »Haben Sie eine Kundenkarte?« Amir versteht gar nichts. Er lächelt unsicher und antwortet: »Ja, vielleicht?« Die Verkäuferin muss lachen und Amir wird rot wie eine Tomate. Da beschließt er: Ich muss unbedingt Deutsch lernen. Zuerst versucht Amir mit einer App auf seinem Handy zu lernen. Er wiederholt Wörter wie Apfel, Stuhl, Auto. Das macht Spaß, aber nach einer Woche merkt er, Wörter allein reichen nicht. Er versteht die Sätze nicht. Dann meldet er sich bei einem Sprachkurs in Köln an. Dort trifft er Menschen aus vielen Ländern: Maria aus Spanien, Olga aus Polen und Takeshi aus Japan. Alle haben das gleiche Ziel. Schon in der ersten Stunde sagt die Lehrerin: »Keine Angst, wir lernen zusammen.« Amir hat trotzdem Angst, besonders vor den Artikeln. Warum heißt es der Tisch, aber die Lampe und das Auto? Er seufzt: In meiner Sprache ist das viel einfacher. Doch seine neue Freundin Maria sagt lachend: Keine Sorge, Amir, wir schaffen das gemeinsam. Jeden Tag übt Amir fleißig. Er schreibt Wörter auf kleine Zettel und klebt sie in seiner Wohnung fest. Der Kühlschrank auf den Kühlschrank, die Tür auf die Tür, das Fenster auf das Fenster. Manchmal kommt sein Mitbewohner nach Hause und lacht. Amir, deine Wohnung ist wie ein Wörterbuch. Nach 3 Monaten kann Amir schon kleine Gespräche führen. Im Café bestellt er stolz: »Einen Kaffee mit Milch, bitte.« Die Kellnerin nickt und antwortet freundlich. Amir strahlt. Es ist ein kleiner Satz, aber ein großer Sieg. Am Abend ruft Amir seine Eltern an. Er sagt auf Deutsch: »Hallo Mama, hallo Papa, mir geht es gut. Ich lerne Deutsch.« Seine Mutter versteht zwar nichts, aber sie hört, dass ihr Sohn glücklich klingt. Amir denkt: Deutsch ist schwer, ja, aber jeder Tag lohnt sich. Schritt für Schritt komme ich weiter. Und er weiß, eines Tages wird er nicht nur einkaufen oder Kaffee bestellen können, sondern auch Witze machen, Geschichten erzählen und echte deutsche Freunde finden.